Recording. Okay, so it's right on the dot of 8 p.m. here in sunny Paris and also in Germany and many other countries as well. And according to Leeson's computer, it could be any time. We have no idea. So, Also wir sind pünktlich um 8 Uhr, starten wir hier im sonnigen Paris und auch in Deutschland nur auf Leesons Computer. Da könnte es jede Uhrzeit sein. So welcome everyone to our conversation tonight on, what's the title? Goodnight, Scarcity. Goodnight, Scarcity. Herzlich willkommen heute Abend, ihr Lieben, alle zu Gute Nacht, Mangel. So, we have been talking over the last few days about the elegance of true wealth. And what we want to do tonight is to talk about that with a focus on the notion of scarcity. Also wir haben in den letzten Tagen schon ganz viel gesprochen über die Eleganz, wahren Wohlstand zu kreieren. Und das werden wir auch heute Abend tun, aber mit so ein bisschen den Fokus darauf, dass wir auch über Mangel reden. So if you've got questions as we go through, this is your chance to ask us live, or you can type in the chat box as well, and we'll get to those questions. But please feel free to ask questions as we go along. Also ihr Lieben, fühlt euch frei, heute Abend auch Fragen zu stellen. Und ihr könnt es entweder machen, indem ihr euch unten links laut schaltet, oder ihr könnt auch die Fragen in den Chat schreiben und dann werden wir die auch beachten. So, Sabine or Leeson or anyone there, do we have any questions yet, or shall we get started? Also Sabine und Leeson, habt ihr schon irgendwelche Fragen gefunden oder habt ihr schon Fragen bekommen oder sollen wir sofort einfach anfangen? Ich würde sagen, mal starten. I think we should start. Yes, let's do that. Lass uns das machen. Let's talk about elegance and what we mean by elegance. Lass uns über Eleganz sprechen und was wir damit meinen, wenn wir Eleganz sagen. So elegance to us is having the greatest impact with the least amount of effort. Also für uns ist Eleganz, wenn wir die größte Wirkung erzielen mit dem geringsten Aufwand. So when we talk about the elegance of life, it's about creating and being all of that without the force and the effort that most people think they have to put into actually creating their life. Und wenn wir darüber sprechen, dass es eine Eleganz des Lebens gibt, dann meinen wir damit, dass wir wirklich diese Leichtigkeit haben und nicht diesen Zwang und diese Mühe und diesen Aufwand, der normalerweise für die Menschen da ist, wenn sie versuchen, ihr Leben zu kreieren. And it gets even more interesting when you look at the elegance of true wealth, because when you look at people who are trying to create greater money or greater wealth, it's all about force and effort and judgment. Und wenn wir uns anschauen, was das bedeutet, die Eleganz von wahrem Wohlstand, ja, wenn wir danach schauen, dann kommt normalerweise bei den Leuten immer dieser Zwang hoch, ja, oder das muss etwas sein, ja, um überhaupt Geld zu haben, muss man ganz viel Mühe sich machen und in diese Härte auch kommen. And it doesn't have to be that way. Und so muss es aber gar nicht sein. And the only way that you can have elegance in your life is to invite the scarcity to go to sleep. Und die einzige Art und Weise, wie du Eleganz in deinem Leben haben kannst, ist, wenn du dem Mangel wirklich sagst, er soll jetzt mal schlafen gehen. So you could imagine that, in your life, if the scarcity is functioning in full force, there's no elegance at all. There's a lot of upheaval. Ja, und wenn jetzt zum Beispiel ganz viel von diesem Mangel in deiner Welt ist, ja, dann ist da wenn da ganz wenig, wenn da ganz viel Mangel in deiner Welt ist, der muss wirklich erst schlafen gelegt werden, sonst ist da gar keine Eleganz, ja, sonst bist du immer nur in dieser Mühseligkeit. To keep scarcity in your life is a lot of hard work. And we invite everyone to get rid of the hard work of creating scarcity around everything.
Und um überhaupt Mangel in deinem Leben zu haben, musst du hart arbeiten. Und wir möchten euch heute Abend helfen, diesen Mangel loszuwerden, damit ihr etwas anderes kreieren könnt. Well, scarcity mindset is just a lie that we created to keep us trapped in this reality. Und Mangel ist eine Lüge, die kreiert wurde und die du auch kreiert hast, um dich in dieser Realität gefangen zu halten. And it's funny because most people see it as real and don't think to even question that it's actually a lie. Und die meisten Leute sehen es als real an und stellen noch nicht mal die Frage, ob das nicht eine Lüge sein könnte. It feels so real. It feels as if everything has a scarcity component to it, and it's just a lie. And we'll show you why. Es fühlt sich so real an und es fühlt sich auch so an, als hätte alles in der ganzen Welt immer diese Mangelkomponente noch mit dabei. Und wir möchten euch zeigen, warum das eine Lüge ist. So you may have heard some of the audio work that we've done on the 3 lies of scarcity. I think it might be worthwhile going over that again. Und vielleicht habt ihr diesen Clip gehört, diesen Audioclip über die 3 Lügen des Mangels. Wenn ihr das noch nicht getan habt, dann wird es Zeit, dass ihr das euch vielleicht nochmal anhört. So, the first lie of scarcity that everyone buys into is there is not enough. Und die erste Lüge des Mangels, die ganz viele Menschen abgekauft haben, ist die folgende: Es gibt nicht genug. And if you actually buy that lie as real and true, you will not be able to function from infinite choice and infinite possibilities. Und solange du diese Lüge abkaufst als real und wahr, kannst du nicht aus den unendlichen Möglichkeiten und den unendlichen Wahlen heraus funktionieren. True wealth is all about ability to function from a space of possibilities, in particular, space of infinite choice and infinite possibilities. Und wahrer Wohlstand bedeutet das nämlich, das ist wirklich dieser Raum der unendlichen Möglichkeiten, der unendlichen Wahlen. And as soon as you think there's not enough, then you've already denied all the possibilities are there. Und sobald du denkst, dass nicht genug da ist, in dem Moment verleugnest du all die Möglichkeiten, die eigentlich da sind. And there's not enough means there's not enough time, there's not enough money, there's not enough clients, there's not enough contracts, there's not enough ... Fill in the blank. Und nicht genug, das heißt, da gibt es nicht genug Zeit, es gibt nicht genug Geld, es gibt nicht genug Klienten, es gibt nicht genug Kunden, Verträge, Aufträge, ... I love the Nick Nush. Pum, pum, pum. I like that. So, and the reason it's a lie because there is plenty of everything out there. There is plenty of everything, including money, but it just looks different to what we've already decided it should look like. Und in Wahrheit ist es so, dass von allem ganz viel da ist, vor allem auch von Geld. Aber die Sache ist die, es sieht nicht so aus, wie du beschlossen hast, dass es aussehen sollte. But Steve, I can hear people thinking right now, how could you say there's plenty of everything when they see the lack around them? Aber Steven, ich höre jetzt richtig in den Köpfen, wie sie alle sagen, ja, aber wie kannst du denn sagen, es gibt genug von allem, wenn hier in meiner Welt überhaupt nichts davon da ist? Well, darling, thank you for asking. Danke, mein lieber Schatz, schön, dass du danach fragst. People, we're going to have a conversation. Wir werden nachher noch ein Gespräch miteinander haben. When people go into there's not enough, they don't even think anything about being the question. They stop being the question. It's an automatic full stop to any sentence. Also sobald du sagst, es gibt nicht genug, dann bist du nicht mehr in der Frage. Das heißt, du hast einfach einen Punkt gesetzt und damit schließt du eigentlich jeden Satz einfach ab. Instead of saying there's not enough, what if we went to question, like, I wonder if there was, where would it be? What would it look like? Who would I... Oh, sorry. Und anstatt, dass du sagst, es gibt nicht genug, was wäre, wenn du Fragen stellst? Oh, wenn hier genug wäre, wo wäre es? Wie würde es aussehen?
Sorry, what was the third one? I'm sorry, I interrupted you. So they're all about the questions that we can ask and be. But you look at something. Anytime you feel a lack, then go straight to question. Tap into that curiosity. Who else do I talk to? Where else do I look? What else is possible? Also jedes Mal, wenn du einen Mangel fühlst in deiner Welt, geh sofort in die Frage und frag dich, mit wem kann ich sprechen? Wenn hier kein Mangel wäre, was könnte ich noch tun? Wen könnte ich einladen? Was ist hier sonst noch möglich? Und so weiter und so fort. Du musst sofort in die Frage gehen. Would you be willing to see that when you function from not enough, you actually function from conclusion, projection, expectation, and judgment? Also wenn du sagst, wenn du aus diesem Satz heraus funktionierst, es gibt nicht genug, dann funktionierst du aus den Schlussfolgerungen, aus den Projektionen, aus den Bewertungen und so weiter. Is she finished? I'm looking for the fourth word, and there was some laughter in the, so I didn't get the fourth word. I'm sorry. Doesn't matter. Doesn't matter. So conclusion is the word. we ask everyone who's listening to this, every time you feel a sense of lack, if you're willing to actually go to question. Sind alle leise gemacht. And we're going to mute Mr. Ralph. There he is. So every time you feel a lack, go to question, because that question will enable you to see things totally differently. Also jedes Mal, wenn du einen Mangel in deiner spürst, ja, dann geh in die Frage, denn wenn du in die Frage gehst, dann ist es dir nicht mehr möglich, in dem Mangel aufrecht zu erhalten. The question will override your scarcity mindset. Die Frage wird dein Mangel-Mindset sozusagen, wird über das hinübergehen. Es wird es einfach überschreiben. And so if you couldn't even think of any other question, you could just ask, what else is possible here? Und wenn dir sonst nichts einfällt, dann frag einfach, was ist hier sonst noch möglich? So for those that are thinking, this is rubbish, there is not enough out there, where's the question in that? Und alle, die jetzt denken, das ist doch alles ein ganz großer Unsinn, was die erzählen, es gibt doch nicht genug, ja, dann möchte ich euch jetzt in diesem Moment zurufen, wo ist da die Frage da drin, in dem, was ihr gerade denkt? Please recognize that if you think this is silly, this is not true, everywhere I look is a scarcity and lack, then you are going to create more of that. Und wenn du jetzt sagst, ja, aber das stimmt doch gar nicht, da ist doch überall Mangel, egal wo ich hinschaue. In dem Moment, wo du das sagst, kreierst du noch mehr davon. That's why we are creating this session together with Saskia and Sabina and Lisen to create a space for people to know that there are different possibilities. Sorry, und deshalb haben wir diesen Zoom und aber auch den Kurs kreiert mit der Sabine und der Lisen und der Saskia, um wirklich in diese Fragen hineinzuführen und über diesen Mangel hinauszuführen und da wirklich den Raum zu eröffnen für neue Möglichkeiten. If you really don't like the current reality that you are creating, are you willing to see that there are totally different reality that you can create if you choose to have something totally different? Und wenn dir die Welt nicht gefällt, die du im Moment kreierst, wärst du bereit, eine neue Realität für dich zu kreieren, die dir besser gefällt? Und wärst du bereit, das zu wählen? The key thing, though, that you have to be willing to do is willing to be and do something totally different, to have different reality. Um diese andere Realität zu haben, musst du wirklich bereit sein, und das ist wirklich der Schlüssel dazu, etwas völlig anderes zu sein und zu tun, als du es bislang getan hast. So every time you have that feeling of lack or scarcity, just ask yourself, what if that wasn't true? What would I need to be and do different? Und wenn du merkst, da kommt der Mangel hoch, ja, dann frag dich, was wäre, wenn das nicht real und wahr wäre? Was könnte ich jetzt anders sein oder tun? But darling, there are 3 lies of scarcity. We've only covered 1.
Aber Liebling, wir hatten jetzt erst eine Lüge des Mangels, aber in Wirklichkeit sind es ja 3. So, I wonder who can tell us the second lie of scarcity. oh, there we go. Competition time. Who can tell us number 2? Ich frag aber mal ins Publikum, wer weiß, was die zweite Lüge des Mangels ist? Ja, jetzt haben wir einen Wettbewerb. Oh, Sonia wins. Sonia, we love you. Sonia Nura said, not only is there not enough out there, but it's hard. Und die Sonja hat gewonnen, weil es gibt nicht nur nicht genug, das ist die erste Lüge, die zweite ist, es ist hart und schwierig. See, people see things as being very hard. It's very hard to make money. It's very hard to find the time. It's very hard to create a business. Und die Leute denken immer, alles ist hart, es ist schwierig, die Zeit zu finden, es ist schwierig, Geld zu machen, es ist schwierig, ein Business zu kreieren. And all they do is they accumulate the evidence to prove how hard it is. Was sie aber in Wirklichkeit tun, ist, dass sie immer mehr Beweise sammeln, dass es wirklich so hart ist, wie sie sagen, dass es ist. So the real question is, what if it was easy? What would need to change? Und die wirkliche Frage ist, was wäre, wenn es leicht wäre, was müsste sich verändern? Sorry, I was too quick. And again, you go to screen sharing. Oh, someone's sharing their screen with us. We're loving this. Und jetzt hat jemand wirklich Marion Uschlitz's screen. Way to go. How does that? I don't know. Liebe Marion, danke schön. Thank you. That was Dankeschön. the most exciting thing that's happened all day. Das ist das Witzigste, was heute passiert ist. So we'll just switch this view over. Where do we go? Speaker view. We'll try that one again. Also wir gehen nochmal in die Sprecheransicht. Wir machen jetzt weiter. Ja, hallo. Do we do the other view? Then? Exit full screen. That looks better. There we go. We're back on that again. So, jetzt sehen wir uns wieder. Hallo. So the first lie of scarcity is that there's not enough. The second lie of scarcity is, and it's hard. Also die erste Lüge des Mangels ist, es gibt nicht genug. Und die zweite Lüge des Mangels ist, es ist hart. The third lie of scarcity is my personal favorite because it makes the other 2 lies invisible. Und die dritte Lüge des Mangels, die ist meine Lieblingslüge, denn sie macht die anderen beiden Lügen unsichtbar. Does anyone know what the third lie of scarcity is? Weiß jemand, was die dritte Lüge des Mangels ist? Here we go. I'm there. It is what it is. That's the one. So the third lie of scarcity is that's just the way it is. There's nothing you can do about it. That's the way it is. Because that lie of scarcity makes the others invisible. Also diese dritte Lüge des Mangels macht die anderen beiden unsichtbar, denn sie heißt, es ist, wie es ist. Also wir können es nicht verändern. Es ist einfach nur so, wie es ist und kann nicht verändert werden. So when you think or you say to yourself, well, that's the way it is because I'm a housewife. That's the way it is because I'm in a small business. That's the way it is because that's how my family is. That's the lie of scarcity. Und das ist diese dritte Lüge des Mangels, wenn du sagst, ja, so ist es halt eben, wenn man Hausfrau ist, so ist es eben, wenn man ein Kleinunternehmer ist, so ist es halt eben, wenn man aus meiner Familie kommt. So just be aware of these and have fun with them, because every time you turn one of those lies around, you'll create different possibilities in your life. Guaranteed. Also habe viel Spaß mit diesen Lügen, denn jedes Mal, wenn sie aufkommen und du drehst sie in deinem Kopf herum, dann wird sich in deinem Leben wirklich was verändern. Das garantiere ich dir. So, for example, if any of you actually running your own business, like being a consultant, be a facilitator, or be any kind of small business, if you actually keep thinking, I don't have enough client, I don't have enough revenue, I don't have enough time, I don't have enough whatever, and you are create that in your business, please recognize that you have bought the lie of real scarcity.
Also, und wenn du jetzt zum Beispiel ein Unternehmer bist oder bist ein Berater oder was auch immer, du hast irgendwas mit deinem Business zu tun und du erzählst dir diese Lügen des Mangels, ja, es ist nicht genug Zeit und es gibt nicht genug Geld und Klienten und so weiter, dann sei dir dessen sicher, dass es genauso sein wird. And the fun part is that keeping those lies in existence is a full-time job for many people. Und diese Lügen aufrechtzuerhalten, ist für viele Menschen ein Vollzeitjob. So elegance can be created when you're willing to change your point of view about these lies and turn them into possibilities. Und Eleganz wird kreiert, wenn du diese Lügen des Mangels nimmst und sie rumdrehst und daraus Möglichkeiten machst. So coming back to the people who run your own business and you say, well, but I don't have enough client. I don't have enough revenue. I don't have enough money. I don't have enough time to do all these things. Just catch yourself and say, so what needs to change? Also wenn du jetzt zum Beispiel Unternehmer bist, egal welcher Art, und du erzählst dir und du merkst, dass du diese Gedanken hast, oh, ich habe nicht genug Umsatz, ich habe nicht genug Kunden, Zeit, Geld und so weiter, dann what do they do with it if they catch themselves? Sorry. Just catch yourself and then smack yourself. No. And then, I got it. Und dann frag dich, was muss ich hier verändern? Ich hatte gefragt, ich habe den Rest vom Satz nicht mehr gemerkt. Du kannst dich einfach auf den Kopf hauen. Catch yourself. I got it. What needs to change? Genau, What was needs muss to ich hier change? verändern? What can I do and be different to change all of that? Was kann ich anders sein oder tun, um das zu verändern? Thank you. I love it. And then smack yourself. I love Und dann kannst du dir einen Klaps auf den every Kopf time geben. you laugh, your mustache wanting to jump off. Wie das jetzt dein Bart immer runterkommen will. Ja. Yes. It's So it alive. is totally up to you to catch yourself when you become victimized by the lie of scarcity. Und es ist wirklich, das liegt an dir, dass du wirklich anfängst, dich dabei zu ertappen, wenn du dich zum Opfer dieser Lügen des Mangels machst. It's interesting that then most people will then go to, well, I don't know how to. I don't know where to start. How do I do this? That's what most people will go to next. Und die meisten Leute gehen als nächsten Schritt dann dahin, dass sie sagen, aber wie mache ich das? Und ich weiß gar nicht, wie ich das machen soll. Und was muss ich denn jetzt als nächsten Schritt machen? Und so weiter und so fort. That's the second lie of scarcity of it's too hard, I don't know how. Und das ist die zweite Lüge des Mangels. Es ist zu hart und ich weiß nicht, wie es geht. So what if we change that to, so where would I start? What would this look like if it was actually easy for me? Where are the different things I can start looking at how I can go about doing this? Otherwise, nothing will change. Und es wird sich nichts verändern, außer du fängst wirklich an, Fragen zu stellen wie, okay, wenn das jetzt leicht wäre, wo würde ich anfangen? Wo möchte ich überhaupt anfangen? Und was wäre, wenn das Anfangen auch leicht wäre? The interesting thing is people tend to go into the how as the question instead of saying what else is possible. So every time when you are catching yourself going into how, I don't know how, just change into, oh, okay, what else is possible? Und die meisten Leute sagen dann, aber wie? Ja, anstatt zu fragen, was ist sonst noch möglich? Und wenn du dich dabei ertappst, dass du dann in dieses aber wie, ich weiß nicht wie gehst, dass du wirklich dann die nächste Frage stellst, nämlich was ist möglich, was kann ich jetzt verändern? So please, everyone, just have fun recognizing these lies of scarcity, because you'll see it in conversations with people around you, and you'll also hear yourself saying it sometimes. Und habt Spaß mit diesen Lügen des Mangels, denn in vielen Gesprächen, die ihr demnächst führen werdet, werden sie euch auffallen und ihr werdet auch selbst merken, wenn ihr sie aussprecht. So, can you do next slide, please? What happened? Just talk. Oh, just talk. Any question do you have now after we've been talking about these? What question do you have for us? There is a question in the chat in German. I could translate it.
Be a lot better than me translating it. Möchtest du, dass ich das übersetze? Ja, please. I will say it in German first. Katharina fragt, wir auch über diesen überflüssigen Reichtum sprechen. Das hat mich angesprochen. Das ist ja echt schamlos in unserer Welt, das zu haben. So she's talking about that there's unnecessary wealth. And it triggered her because it's shameless in this reality to have so much wealth. It's really, you should shame yourself, you know. It's unnecessary and like this. Did you get it? Okay. So here's a question for everyone. Hier ist eine Frage an jeden von euch. Why do you want more money? Warum möchtest du mehr Geld? Why do you want to be wealthy? Warum möchtest du Wohlstand haben? And the only response that makes sense to me is because it makes everything easier. Und die einzige vernünftige Antwort oder die sinnvolle Antwort, die mir dazu einfällt, ist, es macht das Leben einfacher. And the true purpose of money is to create change in the world. Und der wahre Zweck von Geld ist es, Veränderung in der Welt zu kreieren. For us, wealth is it's allow people who have wealth to be a contribution to create a better world. There are people who function from the wealth from scarcity, and that is when it is unnecessary because they function from no contribution. Also es gibt den Wohlstand, der wirklich unnütz oder ist, und das ist, wenn der eigentlich auch wieder aus dem Mangel gespeist wird, ja, wo jemand versucht, Wohlstand zu haben aus dem Mangel heraus. Aber es gibt auch einen Wohlstand, der wirklich ein Beitrag ist für Veränderung in der Welt, und das ist das, was wir mit Wohlstand meinen. For us, our target and our priority is to be a catalyst for change and for different possibilities in the world. Und unser Ziel ist es, dass wir wirklich wie so Beschleuniger für Veränderung sind in der Welt, ja, und für neue Möglichkeiten. And for us to be here on earth, if we can do more to create a better world and better possibility with money, we will be and do everything possible to generate more wealth and more possibilities so we can have a better and greater world, and everyone will be able to create something totally different. Rather than... No, speak. I'll have it. Oh, Mr. Wise, sorry. Also für uns geht es darum, die Welt zu verändern, und mit mehr Geld kann man oft viel, viel mehr in der Welt verändern, und wenn es das braucht, dass wir wirklich diesen Wohlstand haben, um mehr Veränderung herbeizuführen, dann tun wir alles, um mehr davon zu generieren, und das ist das, worum es uns geht, und wir alle können das haben, ja, und da geht es nicht darum, um das, was sie jetzt sagen wird, rather than. And for us, you know, we're not here to actually convince people that they need to have more money or they need to create more wealth. Und für uns geht es nicht darum, irgendjemanden davon zu überzeugen, dass er mehr Geld kreieren muss oder mehr Wohlstand haben muss. And you know, we are really admire people who really happy and enjoy create their life however they want to create, if they're really happy and at peace with their own life. Und für uns ist es wunderschön zu sehen, wenn jemand sein Leben kreiert und glücklich damit ist und in Frieden mit seinem Leben ist, egal wie viel Geld da ist. Das ist wirklich das, was uns auch Freude bereitet, das zu sehen. But please recognize that if for the people who's really not happy with the way they are creating at the moment, we are just saying that there are different possibilities that you can create. You don't have to be stuck. Aber wir möchten euch einladen, wenn ihr derzeitig unzufrieden seid mit der Art und Weise, wie ihr euer Leben kreiert und da eine Veränderung möchtet, da sind wir gerne für euch da. Ja, das möchten wir wirklich mit euch verändern. So true elegance to us is where you create and expand your life. And when you create and expand your life, the dollar expands with it. The money will expand with it every time. Und für uns die wahre Eleganz ist, wenn du wirklich dein Leben ausweitest, und in dem Moment, wo du wirklich dein Leben erweiterst und ausweitest, in dem Moment wird sich auch das Geld mit ausweiten und das Geld wird mehr reinfließen.
So if So in fact, we want to actually talk about wealth, because wealth is not about the amount of money you have in your bank account. Und ich möchte auch gerne noch mehr über Wohlstand sprechen, denn beim wahren Wohlstand, da geht es nicht darum, wie viel Geld du auf dem Konto hast. Wealth is about possibilities. Wealth is about change. It's about choice. It's about capacity to create and generate more in the world for wishing well for all, for everyone concerned. Also wahrer Wohlstand, da geht es darum, wirklich mehr zu kreieren, mehr Veränderung herbeizuführen, mehr beizutragen und wirklich jedem dieses Wohl zu wünschen, jedem auf der ganzen Welt. And we totally recognize what whoever said that there are so many other kind of people who just so greedy and just generate money just for themselves from the lack of, from scarcity really, from the lack of generosity of spirit. And that's what I can see what you mean by saying that's shameful. And there are so many people like that. Ja, und es gibt sehr, sehr viele Menschen, die kreieren diesen ganzen Wohlstand aus oder das ganze Geld aus diesem Mangel heraus und die gönnen keinem anderen irgendwas. Und ich glaube, das ist das, was jetzt in dieser Frage war, dieses unnützer Reichtum oder das, wo so eine Scham vielleicht auch oder wo man sich auch schämen kann, ja. Und darum geht es natürlich nicht, ja. Es geht nicht darum, dass man keinem was wünscht und wirklich aus diesem Mangel heraus alles gierig an sich rafft. And I'm very grateful that you have brought that up, because allow us to talk about it, that if you just go out and trying to gather money and so-called wealth and finance from scarcity and lack and from greed, that is really shameful, like you said. Ja, und das, was da für dich so wie hast du es beschrieben, schamlos ist, ja, das ist wirklich, wenn man aus diesem Mangel heraus handelt und alles an sich rafft und wirklich in diese Gier geht und wirklich versucht, einfach nur Geld anzuhäufen, anstatt zu schauen, welcher Beitrag das in der Welt sein kann und auch ohne diese Großzügigkeit, die bei wahrem Wohlstand also da ist auch so eine Großzügigkeit dabei immer. And that's why we so committed to do this workshop, because we would like to create a greater possibility in the world, because the greater world begins with you and us, all of us. Und deswegen sind wir dieses Commitment eingegangen, wirklich diese Kurse zu kreieren oder auch den Kurs in Köln. Und wir möchten, wenn wir wissen, auf diese Art und Weise können wir eine großartigere Welt kreieren, und diese großartigere Welt, die beginnt auch mit dir und mit uns. We really would like to put scarcity to bed permanently. Wir möchten gerne gute Nacht sagen zu dem Mangel, aber für immer. What would it be like if we can sing that song, Mr. Wise, that will put the scarcity to sleep and never wake up again? Und was ist, wenn wir so ein Gute-Nacht-Lied singen könnten, wie der Mr. Wise das vorhin gemacht hat, und wirklich den Mangel für immer zur Ruhe legen würden? So for whoever asked that question about wealth is shameful and terrible, would you be willing to tap into different energy of wealth from a space of possibilities, from a space of generosity of spirit, from the space of wishing well for all? Und diejenige, die jetzt vorhin die Frage gestellt hat, könntest du dir erlauben, in einen anderen Raum von Wohlstand einzutreten, nämlich einen, in dem es ganz viele Möglichkeiten gibt, in dem es wirklich diese Großzügigkeit des Geistes gibt und wo man wirklich allen Menschen das Beste und das Wohl wünscht? Wir haben noch 2 Fragen. We have more questions? Yes. Ja. Mrs. Wealthy! Woohoo! Es war einmal von der Claudia, die geschrieben hat, wie kann ich mit negativen Erfahrungen aus der Vergangenheit umgehen? Verlust von einer Immobilie, Verlust von einer starken Liebe, fast zur gleichen Zeit. Seitdem habe ich es nicht mehr geschafft, mich finanziell in meiner Selbstständigkeit wohlzufühlen. Das ist jetzt 6 Jahre her. So there's a question from a woman. She lost some houses and she lost her great love and a lot of business also 6 years ago. And she's asking, how can she recover and how can she find back
after having experienced such things, and how she can overcome her past with that. And since these 6 years, she didn't really get the business going again. So first, we would like to invite you to know that it's truly possible to change all of that. Als erstes möchte ich dich einladen, dass du wirklich wieder wahrnimmst, dass es wirklich für dich möglich ist, dass du das alles wieder veränderst. First, you really, really, truly have to perceive, know, and receive that you can change it, and you have the power to change all of that. Und es ist wichtig, dass du anerkennst, dass du die Macht hast, das zu verändern, dass du das wieder wahrnimmst und empfängst, dass du wirklich dazu in der Lage bist. The key question in all of this is, and what else is possible here? What else is possible here? What else is possible here? We do this in our own business. Und die Schlüsselfrage hier ist wirklich, was ist sonst noch möglich? Was ist sonst noch möglich? Was ist sonst noch möglich? Das machen wir täglich in unserem Business. And go into the question. Don't go into conclusion, projection, expectation, and judgment. Und geh wirklich in die Frage, geh nicht in die Schlussfolgerung, Projektion, Bewertung und Erwartung, Projektion, Erwartung, Bewertung und Erwartung. Schlussfolgerung. Shut up. And the thing is, the question that you would help you look at different possibility is, what can I be and do different here to change all of this? Und was du wirklich dich auffragen könntest, was kann ich wahrhaftig hier anders tun und oder sein, um das zu verändern? If you buy into the lie of scarcity from that situation, then you will stop creating. If you stop creating, then you are living the lie of scarcity. Und wenn du dich einkaufst durch so eine Situation in die Lügen des Mangels, dann hörst du auf zu kreieren. Und in dem Moment, wo du aufhörst zu kreieren, kaufst du dich immer noch weiter ein in die Lügen des Mangels. The key thing also is, it's not about just trying to become super wealthy millionaire immediately. You can slowly build yourself up again. Und es geht jetzt nicht darum, dass du sofort durch ein Fingerschnippen zum Millionär wirst, sondern dass du anfängst, dich wieder aufzubauen. Langsam und stetig. And it is truly possible, because what the whole concept behind elegance of true wealth is about being a creator source of your own reality. Und das ist tatsächlich möglich, denn das Konzept hinter der Eleganz, wahren Wohlstand zu kreieren, ist wirklich, dass du diese schöpferische Quelle deines ganzen Universums bist. So if you would like to change your reality right now, you have to be willing to claim, own, and acknowledge that you are the creator of your own reality. Und wenn du das jetzt verändern möchtest, dann musst du wirklich für dich einnehmen und wirklich anerkennen und wirklich das wieder sozusagen in Besitz nehmen, dass du diese schöpferische Quelle deines Universums, deiner Welt bist. And if you claim that, you will claim that power back to be and do whatever it takes to change all of this. Und dadurch bekommst du wieder diese Macht und die Kraft zurück, um wirklich das zu sein und zu tun, was es braucht, um das zu verändern. There was a second question, Mrs. Wealth. Da war noch eine Frage, Mrs. Ja, Wealthy. da war noch die Frage von der Brigitte. Was versteht ihr unter Ausweiten? Das Leben ausweiten. Brigitte is asking what you mean with expanding your life. When you expand your life, every day you ask, what else is possible? What else is possible? What else is, where does my attention need to be today? Und wenn du dein Leben ausweitest, das bedeutet, dass du jeden Tag fragst, was ist sonst noch möglich? Was ist noch alles möglich? Und wo muss meine Aufmerksamkeit heute hingehen? What we're talking about expand our life is mean that we all of us have capacity to be much more than what we are choosing to be right here, right now. Mm-hmm. Und was wir auch damit meinen, dass wir alle viel, viel größere Fähigkeiten haben, als das, was wir im Moment wählen zu sein und zu tun. Whatever we are right now, whether you are super successful, there's no limitation. You can even be more than that.
Und selbst wenn du jetzt schon super erfolgreich bist, da ist wirklich keine Begrenzung, ja, das kann einfach immer noch mehr werden. So if you are willing to be more than you have been willing to be before in every moment, that's what we mean, expanding your life and your reality. Also was wir damit meinen, dein Leben und deine Realität zu erweitern, ist, dass du bereit bist, in jedem Moment ein bisschen mehr zu sein, als das, was du vorher bereit warst zu sein. We have this conversation every single day, the two of us. Wir sprechen jeden Tag darüber, wirklich jeden Tag. So we're grateful for what we've created and what else. We're grateful for what we've created. What's next? This is fantastic. What's next? Und wir sind dankbar für das, was wir kreiert haben. Was ist das Nächste? Wir sind dankbar für das, was wir kreiert haben. Was gibt es sonst noch? Oh, das ist fantastisch. Und was ist das Nächste? To expand your life is choose to do anything that's fun and give you joy and give you more possibilities. It doesn't have to be a big things. It's just even little things can help expand your life. Und das bedeutet auch, dein Leben zu erweitern, wenn du die Dinge wählst, die dir Freude machen, die dir Spaß bringen, die dir wirklich deine Möglichkeiten erweitern. Und das müssen keine riesigen Sachen sein. Das können auch kleine Dinge sein, die dir das geben. So one of the things we find, and it's very powerful, is we're always asking, what else can we add to our life? What else can we add to our life? We never say what we should take away. We're always, what else can we add to our life? And then we'll choose things that come along, but we're not trying to plan it out. We're always in the question about what else can we add to our life. Und was wir wirklich immer fragen, und das ist wirklich eine ganz, ganz machtvolle Frage, ist, was können wir sonst noch unserem Leben hinzufügen? Was können wir sonst noch unserem Leben hinzufügen? Wir fragen nicht, was wir weglassen können oder rausnehmen sollen, sondern was können wir sonst noch hinzufügen? Und dann haben wir mehr Wahlen zur Verfügung und das, was wir tun können und machen können und wählen können. But the most important things is that if you're going to ask that question, what else can I add to my life? You have to come from not scarcity and lack. Aber wenn du das fragst, was kann ich sonst noch meinem Leben hinzufügen, dann solltest du das nicht aus diesem Mangel heraus fragen. So next time, when you start asking, what else can I add to my life? Perceive the energy. Are you asking from, oh, I don't have enough, I'm lack. What else can I add to my life? Or coming from the space of abundance, prosperity, generosity of spirit, and say, what else can I add to my life? Also wenn du das nächste Mal fragst, was kann ich sonst noch meinem Leben hinzufügen, dann schau mal, ob du da wirklich aus diesem Mangel heraus fragst, ja, oh, was kann ich noch meinem Leben hinzufügen, weil ich brauche noch was, oder ob du fragst, was kann ich sonst noch meinem Leben hinzufügen, aus diesem Überfluss heraus, aus diesem Reichtum der Fülle, aus dieser Großzügigkeit des Geistes heraus, und dann kreiert es was ganz anderes. So I think that it really is the key things when we often introduce what else can I add to my life to people. People tend to go immediately into lack. I don't have enough. I have to ask this question so I can have more. Und wenn wir den Leuten sagen, hey, du kannst fragen, was kann ich sonst noch meinem Leben hinzufügen, gehen viele Leute sofort in diesen Mangel und sagen, ja, ich habe nicht genug, ich muss noch mehr hinzufügen. So what would it be like if you start functioning from the space of, I'm so grateful for whatever I am having in my life. I have a beautiful Mr. Wise translating for me. I have wonderful Mrs. Wealthy that, playing with me. I can look at everything and be grateful for everyone and everything, and then ask, so what else can I add to my life? That is. Und ich bin unheimlich dankbar für mein Leben. Ja, ich habe zum Beispiel den Mr. Wise in meinem Leben und ich habe die Mrs. Wealthy, die spielt mit uns und all diese wunderbaren Dinge, die wir kreiert haben. Und ich frage dann aus dieser Dankbarkeit heraus, ja, was kann ich sonst noch meinem Leben hinzufügen? So gratitude, generosity of spirit, and the question, what else can I add to my life? Also wirklich Dankbarkeit, dann diese Großzügigkeit des Geistes anderen gegenüber und die Frage, was kann ich sonst noch meinem Leben hinzufügen? And that's the elegance of true wealth. Das ist die Eleganz von wahrem Wohlstand. Elena hat noch eine Frage, ich weiß bloß noch nicht welche. Elena schreibt, ich habe eine Frage. Elena, vielleicht möchtest du sprechen?
So there's a question from Elena. Hey. Hello. 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 Oh, you look familiar. Ich glaube, wir kennen dich schon. Yeah. I have a scarcity because I did a big shift today. I had wie sagt man, der letzte Tropfen Ist gefallen. Ja, der letzte Final Straw. Also sie hatte heute schon eine große Veränderung, aber da ist noch ein Mangel und bei ihr ist aber heute schon ein großer Groschen gefallen. Ich muss dazu sagen, sie war heute Morgen beim englischen Zoom schon dabei, wo es geklimpert hat. Ein bisschen geknackt. I just told them that she was in the Zoom in the morning and there was something changing. And in Germany we have a saying that if you're getting something, it's like money is falling on the floor. It's a saying. If money is falling on the floor, and then I got something. Yeah, here all my. That's not my 10%. That's just okay. So I'm so excited. I'm sorry. I'm so I cannot hold myself. I did my. I reached my goal for 50,000 euro income within 3 months, and I did it 3 hours ago. Yeah, it's finished, and now I have this scarcity of being judged because it's so totally new for me to be in this position and to be so rich. Also vor 3 Stunden hat sie ihr Jahresziel erreicht, nämlich 50.000 Euro umzusetzen. Und jetzt hatte sie die Angst, dass sie bewertet wird, weil sie kennt das noch gar nicht, dass sie so reich ist. Elena, would you be willing to be judged? Elena, wärst du bereit? Oh, sorry. What is? Would you be willing to be judged by everyone? Elena, wärst du bereit, von jedem bewertet zu werden? Is that a yes or no? I'm not. Ja oder nein? It's a Greek expression of being judged from everyone. Yeah, I put in pocket. Das ist ein griechischer Ausdruck, dafür bewertet zu werden. Ich sehe dich leider nicht, deswegen weiß ich nicht, was du da gemacht hast. Ein Herz in mein Herz gestochen so. Okay, Elena, you can only be judged by people who function from scarcity. Do you want to hang out with them? Elena, du kannst nur bewertet werden von Menschen, die noch im Mangel verhaftet sind. Möchtest du dich mit diesen Menschen umgeben? Okay, up tomorrow I will be alone, first of all, so that I have to find a new tribe, a new community. Also ab morgen bin ich allein, ich muss einen neuen Stamm finden von Menschen. Sounds fun to me. Hört sich doch spaßig an für den Steven. Yeah, okay. You know, it is like all of those point of view. If you want to have totally different reality, you have to be willing to destroy and uncreate them all because it's not useful. So why hanging on to them? Also diese ganzen Ansichten, die sind einfach nicht nützlich. Warum willst du weiterhin an denen festhalten? Ich würde die alle zerstören und umkreieren und so funny. Und dann kannst du wirklich eine andere Realität für dich kreieren. Yeah, or just, if they're not a fixed point of view, you can look at those point of view and say, wow, that's very interesting. Let's destroy and uncreate and poke and pot all of that. Also wenn das solche festen Ansichten sind, dann kannst du sagen, wow, das ist aber interessant, was ich da für Ansichten habe. Ach, die könnte ich doch jetzt mal alle pocken. Okay. Shit, I thought I stopped my working now and I can relax and can do nothing, and now I have the next level and I have to do again and again and again. New opportunities, new obstacles. Never complete, Elena. Keep being more, choosing more, generate more. There's no such thing as completion. What would it be like if you out-create yourself every day? Every day.
Also, Elena hat gesagt, ja, und jetzt, ich dachte, ich kann mich jetzt zurücklehnen und das irgendwie genießen und jetzt fängt es aber neu auf einem neuen Level an und dann geht das nächste los und die nächsten Hindernisse und so weiter. Und dann haben Steven und Tutisa gesagt, ja, aber was wäre, wenn du jeden Tag über dich selbst hinaus kreieren würdest? Was ist, wenn du niemals zu so einem Abschluss kommst, wo du fertig bist, sondern du einfach immer weiter und weiter und weiter kreierst? One day I will sitting next to you in your hotel room, and so we do drinking champagne or water or tea or what else. Irgendwann sitze ich mit euch in einem Hotelzimmer oder in einem Hotellobby und wir trinken ganz viel Champagner. So are you willing to outcreate yourself every day? Bist du bereit, über dich selbst jeden Tag hinaus zu kreieren? Yes, sir, ma'am. Of course. Ja, Sir und Ma'am. I must say I love Lillian's comment on the thread here. The German girl with the hat is really good and fast with her translating. She's a girl? What? Der Steven mag den Kommentar von der Lilian. Sie sagt, das Mädchen mit dem Hut ist wirklich schnell und gut im Übersetzen. Und dann hat er gesagt, was, das ist ein Mädchen? You do a superb job, Mr. Wise, particularly us not stopping long enough for you to translate. Du machst einen guten Job, Mr. Wise, vor allem, weil wir nicht früh genug stoppen, damit du übersetzen kannst. Aber Elena, du kannst auch gerne nach Köln kommen und Champagner mit uns trinken. Mit Mrs. Worthy is inviting her to Cologne to drink champagne with all of us. Yeah. I'm so sorry, but now I am on Crete, on my second home base in the summer, and I enjoy the Greek food, the Greek island, the Greek everything. So I hope you will come someday closer to me, because now I changed. Now I'm living my old life, so I have to do some new Google navigations for myself. So awesome. Keep creating, keep changing, keep being a catalyst for different possibilities. Yeah. Ja, sie sitzt auf ihrer griechischen Insel und muss ihr Google Maps irgendwie neu einschalten. Das für ihr Leben. Lena, ich kann dir das sagen, ich sitze auf der Zyperninsel und ich komme auch extra nach Köln. Mrs. Wesley is saying she's sitting in Cyprus, which is very close to Greece, and she will come to Cologne for this class. I'm coming from Portugal. So Liesen kommt aus Portugal angereist. So there's another question, if you like. Ja, noch eine Frage. Genau, wir haben noch eine Frage. What did you say? Sorry. There's also audio live. You don't have to physically be there. You can be there by not being there. Du kannst auch über Audio teilnehmen. We are working on a Zoom, actually. Yeah, we're changing that. Ja, wir arbeiten an einem Zoom, an einer Live-Übertragung. Mr. Wise is Mr. Nerd. So, what other questions do people have of us? Welche anderen Fragen gibt es noch? Von Daniela. Was ist, wenn der Partner im Mangel ist und man selbst stellt Fragen? Was, wenn diese Energie so aufeinander prallen? So she's asking, she herself is asking questions, and her partner, I think her husband, is totally in scarcity, and for her it's like different energies are colliding. So what if you had fun playing with that and not judging him? Was wäre, wenn du Spaß damit hättest, damit zu spielen und ihn nicht dafür bewerten würdest? Because when someone has bought into the lies of scarcity, then often it's very exciting to see them change that over time, but you have to have no judgment of them. Und wenn jemand so sehr in dem Mangel verstrickt ist, dann ist es manchmal richtig schön, dabei zuzusehen, wie das nach und nach aufhört und sie sich daraus befreien. Aber was dafür unbedingt notwendig ist, ist, dass die nicht bewertet werden, diese Menschen. And learn the elegant task of wedge and walk. Say something and then just walk away.
Und lerne die elegante Aufgabe, ihm immer solche Sätze hinzuknallen und dann einfach wegzugehen. Ja, solche kleinen Tschu. There's no translation for veggie in German. Wie so kleine Pizza. The thing is this: if the person is totally stuck in scarcity, and if you're trying to force them to get out of it, the scarcity will grab hold of them tighter. Also wenn jemand in diesem Mangel verfangen ist und du versuchst, sie da rauszuholen, du versuchst ihnen zu sagen, dass das alles anders ist, dann wird es noch schlimmer werden. Dann wird dieser Mangel sie noch fester festhalten. And so if you are in allowance of him and of his scarcity mindset, it will soften the mindset. Und wenn du wirklich nicht in der Bewertung bist, dann wird sein Mindset oder das, was bei ihm alles ist, das wird so nach und nach dann aufgeweicht. If you keep making him wrong for having scarcity mindset, he will have to fight you and have to hang on to it even tighter and tighter. Also wenn du ihn bewertest dafür, dann, dass er dieses Mindset hat, dann muss er das verteidigen und dann wird er sich noch weiter und weiter und weiter da hineinbegeben. So be the change you want to see in your relationship. Also sei die Veränderung, die du in deiner Beziehung sehen möchtest und bewerte ihn nicht. Be the catalyst for change, don't force the change. Sei der Beschleuniger der Veränderung, aber versuche nicht, es zu erzwingen. Be the invitation, not the weapon. Sei die Einladung, nicht die Waffe. Cool. Heidi's writing, she has more wealth since she has been in class, in the Amsterdam class, and she's looking forward to Cologne. Also Heidi hat gesagt, seit sie die Bowmans kennt, ist auch der Wohlstand besser geworden und sie freut sich, in Köln wieder dabei zu sein. Yay! So what we are talking about here is like, you know, we just would like to invite everyone to know that there are different possibilities if you choose. But if you're not choosing, then it is a choice that each and every one of us have to make. So if you want to create something totally different, you have to be willing to be and do something different to have that. Und wir möchten euch wirklich einladen zu wissen, dass ihr die Wahl habt und dass ihr wirklich eine andere Realität wirklich auch wählen könnt und kreieren könnt, wenn ihr bereit seid, etwas anderes und etwas total anderes zu sein zu tun, als jemals zuvor. Und dann gibt es dann diese ganz vielen neuen Möglichkeiten, die sich für euch eröffnen. Mr. Wise, I just so admire how you actually can translate us with total ease. Und Mr. Wise, wir sind erstaunt, wie du uns übersetzen kannst mit totaler Leichtigkeit. Yeah. Have there been some other questions that have come through? I see Catherine got something. Ja, genau. Die Katrin fragt, sie sagt, ich hätte auch eine Frage, eine Anfängerfrage. Wie frage ich am besten nach Geld und Wohlstand? Wie kann man die richtig gut formulieren? She says she's having a beginner's question. So how can she ask for money and wealth, and how can she find a way to make it good, Right formulation. find the right words and make good questions? You know, we often say if you would like to create more money and more wealth in your life, just expand your life. Just put the energy in create more in your life, expand your life, instead of put in energy into just trying to get money. Also wenn du mehr Geld und Wohlstand kreieren möchtest, dann kann ich dir nur raten, dass du nicht noch mehr Aufwand betreibst, um mehr Geld zu kreieren, sondern dass du wirklich anfängst, dein Leben zu erweitern und nach neuen Möglichkeiten fragst. Und indem du dein Leben erweiterst, wirst du dann auch Geld und Wohlstand kreieren. Dazu möchte ich dich einladen. The secret is to start. Not ask how, just start. Not ask how, just start. Not ask how, just start.
Das Geheimnis ist, dass du nicht fragst wie, sondern anfängst. Dass du nicht fragst wie, sondern anfängst. Dass du nicht fragst wie, sondern anfängst. So the key, like we said, the key ingredient is when you expand your life, your money situation and your finance will expand. Und wirklich diese Geheimzutat, das ist, wenn du dein Leben erweiterst, dann wird sich auch dein Geldfluss, dann wird auch das Geld sich erweitern in deinem Leben. I think the moment that you can actually receive what we just said, then your life will totally change. Und ich glaube, der Moment, in dem du wirklich empfängst, was wir hier diese Stunde über erzählt haben, das ist wirklich der Moment, wo sich das für dich alles total verändern wird. Schön. Ja, das And ist the key thing is to expand your life is you have to, it's not the how. Everywhere that you think is a how, it's not a how. It's the willingness to be greater than what you have been willing to be before. Also es geht nicht um das Wie, es geht wirklich um die Bereitschaft, mehr zu sein als das, was du bereit warst, als das, was du vorher bereit warst zu sein. Sorry, German Grammar. Just start. It's just like the willingness to be greater than what you've been willing to be before. Everywhere that you not know what it would take to be that, destroy and create it all. And Lillian, how do you expand? Just start. But how do you expand? Just start. How? Start. It's never a how. Also, stop! Also dein Leben erweitert sich in dem Moment, in dem du bereit bist, wirklich mehr zu sein, als du vorher bereit warst zu sein. Und dann kam wohl die Frage im Chat auf, ja, aber wie erweitere ich denn mein Leben? Und dann hat Steven gesagt, ja, fang einfach an. Wie erweitere ich mein Leben? Fang einfach an. Wie erweitere ich mein Leben? Fang einfach an. If I wanted to say something. The thing is, just to address what Lillian said, instead of how do you expand, go into the question. So what would it take for me to create different possibilities here? What else is possible? Und frag dich dann, welche anderen Möglichkeiten kann ich kreieren? Was ist hier noch möglich? Yeah, it's all of those questions, Mr. Wise. You know, what else is possible? Was ist sonst noch möglich? All the what, not the how, the what. Also es geht nicht darum, um das Wie, es geht um das Was. Und es geht darum, einfach anzufangen und alles, wo du nicht bereit bist, mehr zu sein, als du gestern bereit oder vorher bereit warst zu sein, zerstören und kreier das einfach. Das hat sie eben noch gesagt, das habe ich vergessen. So, I just added something you said before and I forgot. Und wir haben noch was ganz Wichtiges zu erzählen von Anita nach dem heutigen Zoom heute Morgen. Was mega Geniales passiert? I want to share something about Anita. She was in the Zoom this morning with the Bowmans and then something very fascinating happened. I think she will share it. Sie will share it. She will share it. Hello, hello. Yes, I would love to share it. This Hello. morning, hello. I asked a question about things I offered people and about the reaction and that they want it and that doesn't come fast enough because I think fast and I act fast and expect people to do the same. And the answer was... Don't forget to leave room for the translation. From Mr. Wise. Sorry. Did you want to share something from this morning? I'm so confused. I was like, there's something coming about the bath manual, and I'm like, what? What is this? No, that I didn't share yet with the other people, but I will say it again. Okay. I asked the question how it is, what I needed to change, and I think I myself answered the question already about having expectations. Es geht darum, sie ist sehr schnell mit allem und sie hat aber oft Erwartungen, dass andere genauso schnell sind wie sie und sie hatte auch heute Morgen schon so eine Frage über Erwartungen. Got it? Yes. Last week I sent an email to someone and I expected to get a reaction quite quickly. And after the Zoom call this morning, I thought, okay, let it go.
It will come when it comes. And a half hour later, I open the email and it says, wow, it's amazing. Thank you for what you have created. And we'll put it to the next division. And thank you very much. Okay. Und sie erwartet immer, dass die Leute ganz schnell antworten. Und dann war sie ganz enttäuscht, dass sie keine Antwort bekommen hat, ganz schnell auf eine E-Mail letzte Woche. Und in dem Zoom hat sie es dann einfach losgelassen, hat sie einfach gesagt, ach, was soll's, ja, ich habe jetzt einfach keine Erwartungen mehr. Und ganz kurz darauf hat sie eine E-Mail bekommen, eine ganz begeisterte Antwort auf ihre E-Mail. Und es wurde gesagt, oh, das war alles ganz fantastisch. Und das, was sie gemacht hat, kommt in ein Kapitel in dem neuen Bars-Handbuch. Cool. Anita, there's a good question here that you could use when you get into that space. Yes. Und es gibt eine tolle Frage, die du stellen kannst, wenn du in diesen Zustand reingehst, ja, wo du Erwartungen hast und das muss jetzt kommen. When you're starting to be concerned about how is this going to be, what's this going to look like, ask this question. Also frag diese Frage. The question is, what are the infinite possibilities that everything will work out more than I could ever imagine? Also die Frage ist, was sind die unendlichen Möglichkeiten, dass es noch besser wird und sich noch besser herausstellt, als ich mir jemals hätte vorstellen können. And it is a basic Access 101 question, but it's so amazing question that you can use for anything and everything. Und das ist eine so großartige Frage, die kannst du für alles und jeden verwenden, ja? Dass du wirklich einfach fragst, was ist, wenn das noch großartiger wird, als ich mir jemals hätte vorstellen können. For me, it's a magic question, Anita. I use it for, you know, if we travel a lot, and that's a question we use a lot. The possibility that this would work out more than I could ever imagine. Also wir reisen ja sehr viel und da brauchen wir diese Frage ständig, wie du dir vielleicht vorstellen kannst. Was sind die Möglichkeiten, dass das sich als großartiger und leichter herausstellt, als ich mir jemals hätte vorstellen können? It will be your best friend if you use it a lot, Anita. Yeah. Yeah. Also ich kann dir nur empfehlen, es ganz viel anzuwenden. Okay, any other questions before we finish this one off? Habt ihr noch Fragen? Es waren da noch 2 Fragen. There were 2 questions. Von Tina. Wie kann ich feststellen, wo ich feststecke und welche Ansichten ich habe, die mich stoppen, um sie dann zu pocken? Tina is asking, how do I know where I am stuck and which points of view I have that stop me so that I can pock them? Well, when things feel heavy, and feel, I mean, you're stuck, it's got, that's stuck, you know. Also wenn sich alles schwer anfühlt und es so ist, dann steckst du wohl fest. Energetic constipation. Yeah, also when you start, you feel like, Es ist sehr lebendig, es ist sehr ausdrucksvoll und deutlich. I'm just translating. Sorry, Mr. Rice. Ja, bitte jetzt übersetzen. You translate in German. Also energetische Verstopfung, ja. Yeah, it's just the energy of being stuck. It's just so heavy. No joy. When you're starting to have no joy, no lightness in your life, you are definitely stuck in the fixed point of view about something. Also wenn da eine Schwere ist, wenn da keine Freude ist und keine Leichtigkeit, dann steckst du wohl fest und hast irgendwo eine Lüge, die dich feststecken lässt. Da hast du irgendwelche Ansichten, die dich feststecken lassen. Does she have to know which one it is to change it? Muss sie wissen, welche das ist, um es zu verändern? You don't need to know what the point of view is. You just need to get over it. Mr. Wise, what would it be like if we just create ourselves new every day? Then we will never be stuck. So, wait, also zuerst hat er gesagt,
Du musst nicht wissen, welche Ansichten es sind, um sie zu zerstören und zu kreieren. Du kannst auch einfach die Energie von diesem Feststecken oder von dieser Schwere zerstören und umkreieren. Und dann hat Tutisa gesagt, Mr. Wise, wie wäre es denn, wenn wir einfach jeden Tag über uns hinaus kreieren würden? Jeden Tag aufs Neue und Neue wieder über uns hinaus kreieren würden. We poke and pot the energy to change anything without having to wait for something stuck or something trauma and drama to happen. You just change it and create something new. Also wir müssen nicht warten, bis irgendwas Dramatisches oder Traumatisches passiert, um es zu pocken. Wir potten und pocken einfach alles und verändern das und dann haben wir ständig was Neues und dann haben wir ständig irgendwas, was wir wieder verändert haben. So instead of wait for to happen, just go, everything that is. And what can I do to change all of this? Don't wait for it to be really heavy and Also warte nicht, bis irgendwas wirklich schwer ist und du kannst auch gleich einfach sagen, hey, was brauchst du, dass ich das verändere? Was kann ich hier verändern? Und dann brauchst du erst gar nicht so weit kommen, dass es wirklich schwer und schwierig wird. There are no limitation and no quota in how many pock and pots you can use. So Es gibt keine freedom Begrenzung. of pock and pot. Es gibt keine Begrenzung, wie viel und wie oft man pocken kann. Du kannst auch einfach Energiepotten pocken oder wenn du merkst, es ist einfach nicht leicht und freudvoll. So I would invite you all to destroy and uncreate. I mean, Steve and I destroy and uncreate our relationship every day. And every morning I create myself new every day. So I have to pock and pot everything I was yesterday. Even though yesterday I was happy with who I was yesterday. But if I ordered, sorry, Mr. Wise, I just on the roll. I actually stop. Die Tutisa ist völlig von der Rolle, deswegen habe ich jetzt nicht gesagt, ich habe es mir gemerkt. Also Steven und sie, die zerstören und kreieren ihre Beziehung jeden Tag. Und Tutisa fragt jeden Tag neu, wer sie heute ist und zerstört alles, was sie gestern war, obwohl sie gestern glücklich war. Also sie wartet nicht mit dem Pocken und zerstören und umkreieren, bis irgendwas Dramatisches passiert. Sie machen das einfach so. So I destroy and uncreate who I was yesterday, so I can create myself new today. Not because I have any judgment of who I was yesterday, but I know that who I can be today is so much greater than if I make the choice to be. Also das, was ich gestern war, ich war ja gestern auch glücklich, das bewerte ich nicht und das ist nicht der Grund, warum ich das Potten pocke, sondern ich weiß, wenn ich das jetzt zerstören und kreiere, was ich gestern war, dann ist heute noch so viel mehr möglich. Yeah, and Tina was writing, she will pot and pock everything that's blah. I love it. Ich habe mal eine Frage. Macht sie das wirklich so, dass sie jeden Morgen sagt, ich zerstöre und umkreiere alles, was ich gestern war und alles, was einfach ohne irgendwelche Sachen, die da jetzt hochkommen oder so. Einfach so. So the question is, if you are just pot and pocking or destroying and uncreating everything you were yesterday, even when there's nothing heavy or nothing's going on or nothing's coming up for you. Okay. It just create yourself new every day. You know, life is so much joy and so much fun and so much adventure. So have new thing every day. New you. Also ich kreiere mich wirklich jeden Tag neu und ich zerstöre und kreiere alles, was ich gestern war, weil das Leben so ein Abenteuer ist und jeden Tag neu und da ist jeden Tag so viel mehr zu entdecken. Und darum mache ich das. They do it with me too, all the time. Und die machen das auch mit der Lisa die ganze Zeit. Aha. I hope I'm not a problem. Und sie hofft, sie ist kein Problem. Lisa is our global coordinator. And we do poke and pot our relationship every day, not because she's a problem, she's amazing, but we want to create our relationship new every day. Also die Liesen ist unsere weltweite Koordinatorin und wir zerstören und umkreieren die Beziehung zu ihr jeden Tag und nicht, weil sie ein Problem wäre, sondern sie ist nämlich großartig, sondern damit wir jeden Tag eine neue Beziehung haben. Oh. And with Steve, we've been married now for 42 years. We've been poking pot every day, so we can't remember how many years. It's so contextual.
Sie sind, Steven und Sie sind jetzt schon seit, wie viel, 40? Ja, 42 Jahren sind Sie verheiratet und sie wusste nicht, wie viel 40 und Steven musste dann die 2 sagen, das war zum Schießen. Und, und das heißt, es ist total sinnvoll, wenn Sie jeden Tag Ihre Beziehung zerstören und kreieren, die Sie bislang hatten, damit Sie jeden Tag eine neue Beziehung haben. So we create a relationship new every day from choice. We be together from choice, not from obligation. Und wir kreieren unsere Beziehung jeden Tag neu und zwar aus der Wahl heraus und nicht aus der Verpflichtung heraus. Miau. I'll have that too. Mr. Weiss möchte. Where's my Tutisa? Mr. Weiss and all his flowers. Back off, she's mine. Der Mr. Weiss und seine Blumen. Nein, der Mr. Weiss muss hier weg. Die Tutisa gehört dem Steven. Mr. Weiss and I have threesome with Canva. Canva. The Canva, remember? Oh ja, also wir haben einen flotten Dreier mit Canva, das ist dieses Grafikprogramm. Oh ja, it's intense. So we might bring this to an end, folks. We wanted to talk about Goodnight Scarcity. Goodnight Scarcity. Was that good? What you actually said was naked. Good naked. Oh, that's what I meant. Let's get naked with scarcity. So, also hat nackt gesagt anstatt Nacht, so it's Nacht for night and nackt for naked. So very funny. Hat gutes Nackt gesagt zum Mangel, aber er meint gute Nacht. Also möchte jetzt ein bisschen in eine Zusammenfassung kommen und für heute abschließen. So Mr. Weiss, his French accent even better than that. Französischer Akzent von Mr. Weiss ist nicht besser. He even asked for cider, and the way he said it, the people really think that he was asking them for something else. Steven hat nach so einem Wein oder nach so einem, ich weiß nicht was, Citre gefragt und dann haben die Leute ihn falsch verstanden und dachten, er fragt nach was anderem. So thank you everyone for being on this call with us and thank you for the fabulous questions. Thank you Sabine as Mrs. Wealthy. Thank you Saskia as Mr. Wise. Thank you Leeson for hosting this and keeping us all on track. Thank you everyone for your questions. We hope to see or hear of you in Cologne, which is coming up in mid-June, I think it is, or July, 6th of July. But some of the things on this, some of the things here are worth listening to over and over again. So wait till you get the replay and maybe listen to some of it again. And thank you, Saskia, for being such a great translator. We're not making it easy for you, are we? Particularly this last bit. So, also, vielen, vielen Dank. Wir sind sehr dankbar, dass ihr alle da wart und dass ihr so großartige Fragen gestellt habt. Und danke Sabine als alias Mrs. Wealthy, danke Mr. Weiss alias Saskia, danke Leeson, dass du hier diesen Zoom organisiert hast und für uns technisch möglich gemacht hast. Wir sind so, so froh, dass ihr alle da wart heute und so mitgemacht habt. Und wir hoffen, wir sehen euch live oder online in Köln. Es ist vom 6. bis 8. Juli. Und ihr könnt auch online teilnehmen, mit deutscher Übersetzung natürlich. Und da würden sich die beiden Moments total freuen, wenn ihr dabei wärt. Und wir würden uns auch freuen. We would also be happy if you are in Cologne. Und vielen, vielen Dank. Und vielleicht hört ihr euch das auch nochmal in der Aufzeichnung an. Wir schicken eine Aufzeichnung raus, weil das ist vielleicht einiges, wo der Groschen so nach und nach erst fällt. I just told them that the money will fall on the floor maybe slower sometimes, so they can listen to the recording until it's... Okay. So we'll say goodbye now. Bye-bye, everyone. Bye. Bye-bye. Bye. Bye. Bye.